Hallo, heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, worauf ihr beim Mappen achten solltet und wie ihr euch im Devkit ein wenig Arbeit ersparen bzw. leichter machen könnt. Fangen wir mit den Grafik-Settings an. Einige haben vielleicht nicht so einen guten PC oder die haben Performance-Probleme im Devkit und das kann man halt auch ein bisschen vermeiden, indem man die Grafikeinstellungen ein bisschen runterstellt im Devkit. Dadurch geht ihr oben hier einmal auf Settings, dann einmal hier drauf und dann könnt ihr hier die Grafikeinstellungen ändern, wie in Arc auch. Und dadurch könnt ihr eventuell die Performance ein wenig verbessern, wenn ihr Performance-Probleme haben solltet in Arc. So, als nächstes möchte ich euch ein paar Methoden zeigen, wie ihr im DevKit ein bisschen mit der Landscape arbeiten könnt. Und da habe ich einmal hier den Tipp, die Erosion. Das ist Erosionstool, das brauchen wir für Berge zum Beispiel. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ähm, die als dass ihr die Berge ein bisschen wie, als würde da die ganze Zeit Wasser runterlaufen, ein bisschen bearbeitet. Und dadurch habt ihr halt ein bisschen realistischeren Effekt bei den Bergen und die sind halt nicht so 90 Grad dann nach oben oder steil und glatt. Das sieht ja auch nicht realistisch aus. Deswegen machen wir mal kurz hier einen kleinen Hügel hin. Machen wir meinetwegen so. Genau. Dann gehen wir einmal auf das Erosionstool und hier würde ich einmal die Toolstärke auf 0,01 stellen, weil das Tool ist sehr, sehr stark, sage ich mal. Und dadurch kann es halt zu größeren Kanten gehen, was auch nicht mehr schön aussieht, wenn ihr die Stärke zu hoch schraubt. So, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach mal hier drüber. Wenn eure Stelle aber nicht gedrückt halten, sondern immer nur so kurz drücken, dann seht ihr schon, dass da so kleine Rillen drin entstehen. Dadurch hat man halt ein bisschen realistischeren Effekt. Wenn wir da jetzt hier mit Stein drüber malen, da würde ich jetzt wieder hochschrauben natürlich. Sieht das alles nicht mehr ganz so glatt aus und sieht natürlich dadurch auch schöner aus. Kommt natürlich darauf an, ob ihr diesen realistischeren Style mögt oder eher so glatte Berge haben wollt. Als nächstes gibt es dann noch einmal das Noise-Tool. Das ist nämlich einmal hier. Und das ist dafür da, um den Boden ein wenig unebener zu machen. In der Art will man natürlich immer einen geraden Boden haben. Aber wenn man eventuell Flächen haben will, die nicht ganz so glatt sein sollen, dann ist das Tool ganz nützlich. Ich benutze das halt bei vielen Stellen. Wenn ich zum Beispiel ein bisschen Höhen und Tiefen in die Landschaft bringen will, ist es auf jeden Fall hilfreich. Bei dem Tool würde ich auch, auf 0,5 ist vielleicht ein bisschen hoch, auf 0,15 oder 0,2 würde ich da gehen. Und dann könnt ihr einmal aussuchen, ob ihr den Boden eher anheben wollt, ob ihr den eher niedriger machen wollt und also senken, oder ob ihr den senken und anheben wollt. Das ist natürlich an euch überlassen, wie ihr das einstellt. Müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren, was euch da besser gefällt. Dann haben wir einmal die Noise Scale, das ist im Endeffekt nichts anderes als die Feinheit der Krater, die so gesehen gemacht werden. Wenn ich zum Beispiel ganz groß mache, dann sieht man natürlich nichts. Wenn ich es ganz klein mache, dann sieht man, dass hier so kleine Krater drin entstehen. Und ich sehe gerade 0,2 ist ein bisschen sehr stark, nehmen wir 0,05. Das steht ganz gut. Und dann seht ihr, dass ihr so kleine Unebenheiten drin habt. Das ist auch bei Bergen ganz gut oder hilfreich. Und wie gesagt, bei Stellen, wo ihr eventuell nicht ganz so gerade Flächen haben wollt. Und sieht natürlich auch ein bisschen besser aus, finde ich persönlich. Dann möchte ich euch zeigen, wie ihr euch schneller oder besser im DevKit bewegen könnt. Ihr habt natürlich einmal hier die Kamera. Ich denke, die meisten haben mittlerweile so die Steuerung ein bisschen drauf. Also rechts hier gedrückt halten zum Drehen. Und dann WASD zum Bewegen. E für hoch, Q für runter. Ist nichts Schweres. Dann gibt es aber einmal die Geschwindigkeit, die kann man nämlich auch noch anpassen. Und zwar, wenn ihr rechts gedrückt haltet zum Bewegen und dann euer Mausrad dreht, nach vorne oder nach hinten. Nach vorne wäre schneller und nach hinten wäre langsamer. Wenn ihr jetzt noch langsamer oder noch schneller haben wollt, als es hier schon möglich ist, dann müsst ihr einmal hier oben rechts auf Kameraspeed gehen. Und dann könnt ihr euch das so hoch und runter schrauben. Aber im Endeffekt fährt man mit 6 ganz gut. Ist nicht so schnell, nicht so langsam und ist so die ausgewogene Mitte, finde ich. Als nächstes habe ich einmal eine Hilfe für euch, wenn ihr zum Beispiel mit vielen Klippen oder mit vielen Objekten arbeitet und die halt relativ viel rumschiebt oder rumbewegen wollt. Dazu gibt es nämlich einmal das Gruppierungssystem oder die Gruppierungsfunktion. Wenn ihr jetzt mit Steuerung mehrere Objekte auswählt, Rechtsklick drauf macht, dann bei Group einmal draufklicken, dann habt ihr so gesehen jetzt eine Gruppe erstellt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf eine der 3 Klippen klickt, habt ihr jetzt einmal alle 3 in der Auswahl. Das ist halt hilfreich, wenn ihr, weiß nicht, große Klippenzüge habt oder so oder
mehrere Objekte, die halt immer zusammenbleiben sollen an derselben Stelle, aber ihr die an sich bewegen wollt, alle zusammen, dann hilft das. Ihr könnt das natürlich auch wieder rückgängig machen, indem ihr wieder Rechtsklick drauf macht, Groups und Ungroup. Ihr könnt ansonsten auch Shift G, Steuerung G für Gruppieren und Shift G für Entgruppieren nehmen. Natürlich auch euch überlassen. Ist auf jeden Fall aber ganz hilfreich, wenn ihr viele Objekte auf einmal bewegen wollt. Und dann gibt es aber noch eine Möglichkeit, wie ihr euch das Bewegen von Klippen und Objekten einfacher machen könnt. Und zwar haben wir nämlich einmal zwei Modis, wie wir Objekte bewegen können. Wenn wir uns mal den Stein hier reinholen und den bewegen, dann haben wir aber die grüne, die rote und die blaue Achse natürlich. Wenn wir den jetzt drehen, dann bleibt die grüne, rote und blaue Achse natürlich auf derselben Stelle. Das heißt, wir können ihn immer im selben Winkel nach vorne und hinten bewegen. Und es gibt einmal noch den anderen Modus. Und zwar ändert sich dann die Achse. Das heißt, die Achse passt sich dann dem Winkel an. Das heißt, wenn wir die drehen, können wir dann in verschiedene Richtungen drehen, ohne dass wir den Körper an sich nochmal bewegen müssen und dann nochmal drehen. Das macht es halt einfacher, wenn man Ruinen bauen möchte oder wenn man mit kleineren Objekten zu tun hat, die halt ein bisschen Feinfühligkeit benötigen. Da ist es darüber natürlich viel einfacher. Dann gibt es noch einmal eine Foliage-Einstellung, die ich euch noch mal ein bisschen weiter erläutern möchte. Und zwar haben wir uns das im ersten Video, glaube ich, schon mal angeschaut. Und zwar ist es hier oben die Option bei Foliage Static Meshes. Das ist im Endeffekt nichts anderes als, wir können Bäume und Steine auf Klippen platzieren. Was zwar auch manchmal ganz cool ist, aber es kann auch eine kleine Falle sein. Und zwar, wenn wir hier zum Beispiel die Steine haben und Static Meshes ist an und dann wollen wir halt unsere Bäume dahin setzen, dann kann es halt manchmal vorkommen, mal kurz ein bisschen kleiner machen hier, kann es halt mal vorkommen, dass die Bäume auf den Steinen oder in den Steinen landen. Und das soll natürlich auch nicht sein. Wenn man jetzt zum Beispiel Static Meshes ausmacht, dann passiert es nicht. Das heißt, denn dann werden nur die Bäume nur neben den Static Meshes platziert und nicht auf oder in den Static Meshes. Genau. Dann habe ich noch einmal zwei Mapping-Tipps. Die müsst ihr aber nicht annehmen, aber die würde ich euch empfehlen. Die erste Sache ist nämlich einmal Foliage an Bergen, dass ihr zum Beispiel nicht nur so steile Klippen habt, die dann einfach nur mit Steinen gepainted sind. Und zwar, dass ihr stattdessen die eventuell noch ein bisschen grüner macht. Wir nehmen zum Beispiel mal hier das Gras oder so. Und dann, okay, jetzt ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ein bisschen hier. Anders. So. Denn Bäume und Büsche, die können wirklich, wenn man mal so in der Natur ein bisschen umschaut, überall wachsen. Das heißt, okay, Steine jetzt eher weniger. Weil Steine können wir auch machen, wenn sie halt runtergefallen sind zum Beispiel. Müsst ihr halt immer vorstellen, wie es in der echten Natur wäre. So mache ich das immer. Das ist natürlich nur so eine kleine Sache, weil mir ist an vielen Maps aufgefallen, dass da die Berge einfach kahl sind, dass da einfach Klippen hochgezogen wurden, die dann einfach ohne Details sind. Ich mag es zum Beispiel mehr, wenn die ein bisschen mehr bewachsen sind, dann wirkt die Map auch nicht mehr so ganz leer und sieht einfach auch besser aus. Als letzten Tipp habe ich einmal für euch, dass ihr alles, was ihr macht, jeden Spot, jede Klippe, so gut es geht zu Fuß erreichbar macht. Das habe ich auch von Wildcard gelernt, als wir an Val d'Ero gearbeitet haben. Es ist halt ein riesiger Pluspunkt für Spielerlebnis, finde ich, für den Spielfluss. Weil wenn man zum Beispiel einen Spot sieht, wo man zu Fuß nicht hinkommt, das ist halt scheiße. Weil da muss man sich, angenommen, man hat noch keinen Flugdino natürlich. Dann ist es natürlich nicht so schön. Abgesehen davon füllt es auch so ein bisschen die Map, wenn man für jeden Spot so gesehen einen eigenen Gebirgspass oder so macht. Das macht natürlich auch so einen kleinen Detailgrad aus. Und es ist einfach besser für Spielerlebnis. Das waren jetzt noch meine Tipps für euch. Das waren jetzt nicht viele, aber sie können euch hoffentlich die Arbeit erleichtern. Bei mir ist es so. Und falls ihr Fragen habt, aber Sachen nicht verstanden habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin immer offen für Feedback oder für Fragen. Ich versuche es euch dann direkt in den Kommentaren zu beantworten. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Da beschäftigen wir uns dann mit Flüssen und mit Wasserbecken. Eventuell noch mit NPC-Spawns, da müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns noch nächste Woche. Haut rein!